Hallo und herzlich willkommen. Bei Ihnen soll eine Harnleiterschionung durchgeführt werden. Ich werde Sie nun über alles Wichtige dazu informieren. Dies ist das Hauptmenü mit den 7 Punkten Basis, Ursache, Gefahr, Ablauf, Risiken, Ausweitung und Beachte. Wir beginnen mit Punkt 1 Basis. Die Nieren helfen dem Körper, unnötige und giftige Stoffe auszuscheiden. Blut strömt durch die Nieren und wird dort gefiltert. Es entsteht Harn, der durch die Harnleiter abfließt und sich in der Blase sammelt. Schließlich wird er über die Harnröhre ausgeschieden. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den Bereich Basis abgeschlossen. Ich bringe Sie nun zurück zum Hauptmenü. Punkt 2 Ursache. Das Problem ist, dass der Urin bei Ihnen nicht richtig aus den Nieren in die Blase abfließen kann. Das kann mehrere Ursachen haben. Diese erkläre ich Ihnen jetzt. Stein, Druck innen, Druck außen, Entzündung, Verstopfung. Tippen Sie nacheinander auf die einzelnen Ursachen, um mehr zu erfahren. Wenn Sie sich über alle Ursachen informiert haben, bringt Sie das Haussymbol oben links zurück ins Hauptmenü. Stein. Harnleitersteine. Harnleitersteine sind Steine, die in der Niere entstanden und in den Harnleiter gewandert sind. Sie blockieren dann die Passage in die Blase, sodass der Urin nicht mehr abfließen kann. Niere, Wirbelsäule, Harnleiter, Harnstein. Druck innen. Harnleiterverengungen. Wenn ein Harnleiter an einer Stelle verengt ist, reduziert sich der Querschnitt. Folglich kann der Urin nur schlecht abfließen. Harnleiterverengungen können angeboren sein, sie können aber auch durch Unfälle, Bestrahlung, Tumore oder Operationen verursacht werden. Druck außen. Kompression. Der Harnleiter wird durch Druck von außen eingeengt, so wie in einem Schraubstock. Der Urin kann dann nicht mehr ungehindert von der Niere in die Blase abfließen. Das kann der Fall sein, wenn ein Tumor oder ein Ödem von außen Druck auf den Harnleiter ausübt. Ödem. Ein Ödem ist eine Wassereinlagerung. Das bedeutet, im Gewebe wird Flüssigkeit eingelagert, wodurch es anschwillt. Das angeschwollene Gewebe drückt nun auf den Harnleiter. Entzündung. Entzündliche Verquellung. Entzündungen führen dazu, dass die Harnleiterschleimhaut anschwillt. Es kann schnell passieren, dass der dünne Harnleiter ganz zuschwillt. Dann kann der Urin nicht mehr abfließen. Verstopfung. Detritus. Das Wort Detritus ist lateinisch und bedeutet wörtlich Abfall. Detritus bezeichnet eine breiige Masse, die entsteht, wenn Gewebe abstirbt oder zerfällt. Papillennekrose. Nekrose bedeutet Zellsterben. Bei einer Papillennekrose entzünden sich Nierenpapillen und sterben ab. Detritus und abgestorbene Zellen können den Harnleiter verstopfen. Drittens. Gefahr. Wenn wir die Abflussbehinderung nicht beseitigen, staut sich der Harn auf, und zwar bis in die Nieren. Sie bekommen dadurch Schmerzen. Außerdem sind sie stärker gefährdet, eine Infektion zu bekommen. Nach einer Weile wird die Funktion der Nieren eingeschränkt und die Nieren können selbst stark geschädigt werden. Es besteht die Gefahr, dass sie ihre Nieren verlieren. Das kann zu einer lebensbedrohlichen Urosepsis führen. Wenn der Urin nicht richtig abfließen kann, staut er sich im Harnleiter auf wie in einem verstopften Rohr. Dadurch werden Infektionen begünstigt und es kann zur Urosepsis kommen. Sepsis ist eine Blutvergiftung bzw. eine Entzündung des gesamten Körpers. Bei einer Urosepsis gelangen Bakterien von den Harnwegen ins Blut, oft weil der Harn nicht richtig abfließen kann. Die Gifte der Bakterien führen zu Funktionsstörungen der Organe. Unbehandelt kann eine Urosepsis in kürzester Zeit zum Tod führen. Viertens. Ablauf. Und so funktioniert's. Damit es nicht zu unangenehm wird, bekommen Sie Schmerzmittel über die Vene. Dafür legen wir einen Zugang über die Ellenbeuge, am Unterarm oder auf der Hand. Wir nehmen den Eingriff in der sogenannten Steinschnittlage vor. Wir arbeiten mit einem Zystoskop. Das Zystoskop führen wir durch die Harnröhre ein, bis wir in die Blase kommen. Um den Harntrakt möglichst gut darstellen zu können, füllen wir Ihren Harnleiter und Ihre Nierenbecken mit Kontrastmittel. Möglicherweise spüren Sie das als Druck in der Flanke. Dann schieben wir den Katheter aus dem Zystoskop durch den Harnleiter bis in die Niere. Der Katheter bleibt dann im Nierenbecken und sorgt dafür, dass der Urin wieder aus der Niere in die Blase ablaufen kann. Der Katheter sorgt selbst dafür, dass er nicht herausrutscht. Wir verwenden sogenannte JJ- bzw. Doppel-J-Stents. Das sind Katheter, deren Enden sich nach der Einlage selbstständig aufrollen. Das war's schon. Der gesamte Eingriff dauert etwa 20 Minuten.
In der Regel werden sie stationär aufgenommen und bleiben nach dem Eingriff 2 Nächte bei uns. Danach dürfen sie normalerweise nach Hause. 5. Risiken. Natürlich können bei einer Harnleiterschädigung, so wie bei jedem Eingriff, Probleme auftreten. Darüber werde ich Sie jetzt informieren. Bitte bedenken Sie, dass die meisten dieser Komplikationen selten bis sehr selten auftreten. Und wenn es Probleme geben sollte, wissen wir, was zu tun ist. Haben Sie keine Angst. Blutung, Verletzung, Infektion, Schmerz, Allergie, Katheter, Spritzenabszess. Tippen Sie auf eines der möglichen Probleme rechts, um mehr zu erfahren. Wenn Sie sich über alle Probleme informiert haben, bringt Sie das Haussymbol oben links zurück ins Hauptmenü. Blutung. Blutungen zeigen sich an Blut im Urin. Reibt der liegende Katheter im Nierenhohlsystem oder in der Blase, entstehen sogenannte Arrosionsblutungen. Blutungen am Blasenhals können durch das Zystoskop entstehen. Diese können mit einem Harnröhrenkatheter gestillt werden. Verletzung. Wenn der Harnleiter stark geknickt oder verengt ist, kann er beim Hochschieben des Katheters perforiert, also durchstochen werden. Meist schließt sich das Loch aber schnell wieder von selbst. In sehr seltenen Fällen können sich Urinansammlungen bilden. Diese werden dann operativ versorgt. Die mechanische Beanspruchung kann im Harnleiter oder in der Harnröhre zu Narben führen, die eine Verengung verursachen. In diesem Fall könnte ein neuer Eingriff erforderlich werden. Infektion. Es kann passieren, dass Infektionen der Harnwege auftreten. Die bekommen wir aber mit Antibiotika in den Griff. Schmerz. Es kann passieren, dass durch den Katheter Schmerzen hervorgerufen werden, zum Beispiel Nierenschmerzen beim Wasserlassen oder kolikartige, das heißt krampfartige Schmerzen. Sollten starke Schmerzen auftreten, können wir einen Blasenkatheter einlegen oder im Einzelfall auch die Schiene vorzeitig entfernen. Bei Koliken geben wir krampflösende Medikamente. Allergie. Manche Patienten reagieren allergisch, zum Beispiel auf das Kontrast oder das Betäubungsmittel. Folgen können Juckreiz oder Hautausschlag sein. Katheter. Manchmal passiert es, dass sich der Katheter verlagert oder verstopft. Dann platzieren wir ihn einfach neu. Spritzenabszess. Die Kanüle, also die Nadel, kann zu Venen-, Haut- oder Nervenreizungen, Abszessen oder Narben führen. Ernsthafte Probleme sind aber selten. 6. Ausweitung. Trotz sorgfältiger Planung und Voruntersuchung kann es sein, dass wir auf unvorhergesehene Zustände oder Komplikationen treffen. In solch einem Fall ist es sehr wichtig, dass wir schnell und adäquat reagieren können. Deshalb benötigen wir Ihre Zustimmung für eine eventuelle Anpassung oder Erweiterung des geplanten Eingriffs. Möglicherweise kommen wir am Stein oder der Engstelle des Harnleiters nicht vorbei. Um eine Urosepsis, also eine Blutvergiftung und/oder ein Nierenversagen zu verhindern, müssen wir dann vielleicht den Harn von außen durch die Haut ableiten. In sehr seltenen Fällen und bei Lebensgefahr können auch weitergehende Maßnahmen, wie beispielsweise die Entfernung einer Niere, notwendig werden. 7. Beachte. Es gibt noch ein paar Dinge zu beachten. 24 Stunden nach dem Eingriff, nicht Auto fahren, keinen Alkohol trinken, keine gefährlichen Arbeiten verrichten, keine wichtigen Entscheidungen treffen. Sie können dagegen beispielsweise ein Buch lesen, Tee trinken, Sex haben, einen Spaziergang machen, ein Computerspiel spielen. Außerdem reichlich trinken, regelmäßig zu den Nachuntersuchungen gehen, bei Beschwerden sofort den Arzt informieren. Trinken? Reichlich trinken. Ausreichend Flüssigkeit ist wichtig, damit die Harnwege gut durchgespült werden. Gut sind zum Beispiel Wasser und Tee. Nachuntersuchungen? Wann der Katheter wieder entfernt wird und wann eine Nachuntersuchung fällig ist, wird individuell festgelegt. Fragen Sie Ihren Arzt, wann Sie zur Nachuntersuchung kommen sollen. Beschwerden? Fieber, starke Schmerzen, stark blutiger Urin, dauernde Blutungen aus der Harnröhre. Sollten solche Beschwerden bei Ihnen auftreten, müssen Sie sofort Ihren Arzt informieren. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich dieses Informationsvideo anzusehen. Wir hoffen, dass wir Ihnen helfen konnten, sich auf diesen Eingriff vorzubereiten. Bitte bedenken Sie, dass dieses Video nur eine zusätzliche Unterstützung darstellt und weder die schriftliche Aufklärung noch das Gespräch mit Ihrem Arzt ersetzt. Wir wünschen Ihnen gute Besserung und eine rasche Genesung.